Ja, hallo liebe Freunde zu unserem nächsten YouTube-Film. Wir haben hier einen Porsche 356, da habe ich mich ein bisschen verschätzt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ihr wisst ja, ich fahre immer zu den, also wenn uns was angeboten wird, fahre ich immer zu den Eigentümern, guck mir das an. Der stand so ein bisschen in der Garage und war auch nicht ganz sauber, weil er fuhr immer. Dann dachte ich, gut, okay, können wir machen, schöner Wagen, aber der ist jetzt hier in den Service gekommen und ich habe jetzt die Akte bekommen und da kann ich euch sagen, das hier ist ein absolutes Highlight, das ist was ganz, ganz Außergewöhnliches. Und das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass der eine Maschine hat, die 160 PS leistet. Das habe ich beim 356, glaube ich, noch gar nicht gehört. Und wie der jetzt läuft und fährt, da bin ich selber richtig gespannt. Jetzt fahren wir los. Ein wirklich schöner Wagen von 1963. Auto ist voll restauriert. Ist alles gemacht an dem Wagen. Also jedenfalls, soweit ich das aus der Akte gesehen habe. So, da wollen wir doch mal gucken. Ja, also der erste Hinweis darauf, dass das wirklich ein sehr, sehr sportives Auto ist. Er hat hier einen 250 Kilometer Tacho und die hat es zum ersten Mal gegeben beim Porsche Carrera beim 2 Liter. Ein Wagen, der richtig Dampf gehabt hat, aber er hat diese Fuhrmannmaschine drin gehabt und die ist gar noch mal kaputt gegangen. Aber der hat damals 130 PS gehabt, die Autos kosten heute 600.000, 700.000 Euro. Sind übrigens in 17 Jahren vom Porsche 356 17.000 Autos gebaut worden. Also war so der erste große Erfolg der Firma Porsche nach dem Krieg. Die haben ja angefangen mit dem Käfer, wenn man so will, und haben das dann weiterentwickelt und haben dann sowas wie eine Luxusversion aus dem 356 gemacht. Und der Eigentümer hier, der hat mehrere sportliche Autos und der hat sich wahrscheinlich gesagt, naja, die serienmäßigen Motoren, die haben dann so 75 oder 95 PS beim SC gehabt. Das ist mir nicht genug, ich will richtig Dampf haben. Hat also Weber-Vergaser hinten reingemacht, hat die originale 60 PS Maschine rausgebaut, die ist dabei, hat sogar Matching Numbers und Matching Colors übrigens auch. Hat gesagt, so, da will ich richtig Dampf drin haben. Ja, und dabei rausgekommen sind die 160 PS, die wir hier haben. Oh ja, der geht wirklich. Hat geilen Sound auch. Der geht wirklich. So, Bremsen mal ganz kurz gucken. Ja, auch gut. Hat übrigens auch Carrera-Bremsen. Das ist ja ziemlich wichtig. Wenn ich die Leistung vom Carrera habe, dann muss ich den auch genauso abbremsen können. Aber ich merke jetzt schon, Spaß und Freude ist 100% hier garantiert. Oh, der klingt auch gut, ne? Also er zieht richtig ab. Hat einen Hammer-Sound hier. Oh, der hört sich ja richtig böse an. Hat eine Viergangschaltung. Servolenkung braucht der Wagen nicht, weil er hat ja vorne nichts drin. Hinten ist es und der Wagen ist ja, hinten ist die Maschine drin. Und insgesamt wiegt das Auto sowieso nur 930 Kilo, ist also denkbar leicht. Deswegen kann man mit so einem Wagen, wenn er eine tolle Maschine hat, auch richtig Gas geben. Das machen wir jetzt. Aber man muss natürlich aufpassen, Auto hat keine Nackenrollen, die hat es damals ja gegeben, also was die Sicherheitssachen angeht. Und Gurte hat er auch keine. Also würde ich mich ein bisschen besser finden mit fühlen, wenn er Gurte hätte und Nackenrollen. Aber ja, die hat er jetzt halt mal nicht. Also los geht er wie verrückt. Macht Spaß zu fahren. An das Getriebe muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen bei dem Auto. Oder eigentlich im Porsche 356 Getriebe ziemlich einfach ist. Ja, wie gesagt, 930 Kilo, das ist überhaupt kein Gewicht. Also ich schätze mal, dass er vielleicht 8 bis 9 Sekunden braucht, bis er auf 100 ist. Verbraucht wahrscheinlich 10 bis 14 Liter. Die sind ja verhältnismäßig sparsam, deswegen haben sie auch nur einen 70 Liter Tank. Und die haben aber damals relativ viel Geld gekostet. Der Wagen hat damals immerhin 15.000 Mark gekostet. Das war 1963 eine Menge Geld. Die letzten sind gebaut worden bis 1965 und das war dann 356 SC, das Spitzenmodell. Aber ich muss sagen, also er läuft hier wirklich wie die Feuerwehr. Ein Auto, was toll geht.
Also wenn ich es nicht besser wüsste, fährt sich ja fast wie ein Porsche 911. Das ist eine Generation später gewesen, die es dann so ab 1965 gab. Mit der 2-Liter-Maschine, also der geht richtig, der Wagen. Kannst du super fahren. Ist ein richtiges Spaßauto und ich kenne den Kunden ja ein bisschen. Das war auch genau sein Ding, scharf fahren. Er hat auch einen großen Bentley aus den 30er Jahren. Er möchte halt richtig rausholen aus dem Auto, was möglich ist. Und das ist mit dem Wagen hier sicher also einer der schärfsten 356, die es gibt. Das spürt man beim Fahren. Man darf eins nicht vergessen, man hat das Fahrwerk noch aus den 50er Jahren. Das ist so mal so, man kann schön abfliegen mit so einem Auto. Richtiges Sportgerät. Cooles Auto, wenn man denkt, dass der nur 4 Zylinder hat. Aber der ist eben so wendig, weil er so leicht ist. Erinnert dann fast so ein bisschen an einen Go-Kart, aber trotzdem ist das Auto ja relativ weich gefedert. Also man kann dem Wagen nicht vorwerfen, dass er hart ist. Und fährt sich angenehmer als ein 911er oder als diese ganz modernen Porsche. Das ist eine ganz andere Welt. Durch die relativ senkrechte Frontscheibe sitzt man auch gut im Freien. Also es macht einfach, man bekommt die Natur mit. Das ist ein anderes Fahrgefühl. Kenne ich aus dem 356 mit so viel Power, normalerweise aber nicht. Also geht ja wirklich toll ab. Da macht ja Spaß zu fahren. Tolles Teil. Und hat einen super Sound. Ja, hier, das ist das Originalteil noch. Der Wagen ist ja mal in die USA ausgeliefert worden. Das ist hier ein bisschen pickelig, aber egal. Das ist original. Auch die Sitze sind original. Da ist die VDO-Uhr. Also das ist alles richtig. Und dieses schöne Gelb, diese Zitrusfarbe, so ist er seinerzeit ausgeliefert worden. Man hat ihn fotodokumentiert, restauriert. Das kann man alles belegen, was an dem Wagen gemacht wurde. Und das ist aber hier in Deutschland gemacht worden, die letzten 10 Jahre. Und soweit ich die Karosse mir angeguckt habe, ist gut gemacht worden. Und die Technik, das hört ihr ja, das seht ihr ja, der geht mal richtig. So, Porsche 356, wie gesagt, der ist vor ungefähr 10 Jahren restauriert worden. Das Auto sieht wirklich gut aus, er hat noch die amerikanischen Lampen, daran kann man erkennen, dass es mal ein Amerikaner gewesen ist, aber hat natürlich eine deutsche Zulassung, der Wagen. Es gibt Belege über die Restaurierung der Karosserie, er hat Chromfelgen, die hat es ja nicht bei jedem gegeben, die hat er auf jeden Fall hier. Dann hat er hier vorne von Reuter Stuttgart das Karosserie-Emblem. Autos hinter seiner Zeit, die kommen ja alle aus Stuttgart. Porsche hat ja seinen Hauptsitz in Stuttgart. Hier könnt ihr sehen, Reuter Karosserie, da sind die hergekommen. Und der Wagen ist schon sehr, sehr lange hier im Porsche Registry im Club. Also das muss 1985 da schon drauf gekommen sein. Das heißt also, wir haben hier bei dem Wagen wirklich Eigentümer, die sich hier mal um das Thema Porsche und dieses Auto speziell dann da gekümmert haben. Jetzt gucken wir mal da hinten rein, wie der Motorraum aussieht. Das ist der klassische Deckel mit den beiden Chromrippen hier hinten beim 356. Schaut mal hier. Es ist ja original mal ein 60er gewesen mit der 60 PS Maschine, war sie eigentlich der schwächste. Dann gab es 60, dann 75 und dann 95 PS. Aber das Motörchen, was ihr da seht, was er hat neu als 356 Maschine einbauen lassen, es war mal eine 75 PS Maschine, ist aufgebohrt worden, hat die Weber-Vergaser und wie er läuft, das habt ihr, glaube ich, eben gemerkt. Also das begeistert wirklich, dass ein 356 so losgeht. Der tolle Sound kommt übrigens hier hinten raus, das ist in den Stoßstangen, das sind die Chromhörner, klassisch für einen Porsche, befinden sich in einem guten Zustand, sind nicht kaputt oder verrostet. Gleiche gilt übrigens auch für die rote Beleuchtung hier hinten. Das ist alles in einem schönen Zustand und woran man dann noch erkennen kann, dass es ein Amerikaner ist, das sind hier vorne die kleinen Lämpchen. Das ist damals Pflicht gewesen in den USA, daran könnte jeden Porsche aus Amerika erkennen. Ja, vor 10 Jahren gemacht, alles im Großraum München, also deutsche Handwerker waren dran. Das Auto hat ein schwarzes Verdeck, aber das lassen wir heute mal bei dem Wetter drauf. Und das ist auch restauriert worden. Das heißt, er hat ein neues Verdeck bekommen. Also in das Auto ist eine Menge Geld gegangen. Er hat das Auto jetzt ungefähr 10 Jahre toll bewegt, kam hier auch auf Achse völlig begeistert an. Das sind ja die originalen Sitze hier auch in einem guten Zustand.
Auch hinten, das ist alles original, die Original-Teppichschlinge übrigens, also gar nicht mal schlecht. Ne? Das Auto ist sehr, sehr authentisch. Ich habe eigentlich gerade gemerkt, da beim zweiten Gang gibt es irgendwie Schwierigkeiten bei der Schalterei. Da müssen wir mal gucken, woran das liegt. Da vorne ist übrigens der Tank, ist hier vorne hinter. Klassisch VW, klassisch Porsche 356. Ja, er ist 1963, der Herr wird jetzt 60 Jahre alt. Dafür ist er im schönen Zustand, da ist auch mal Geld reingegangen. Laufen tut er erste Klasse und Spaß machen tut er wirklich auch. Ja, 160 PS, also die hat man natürlich gemessen. Ob das jetzt auf dem Punkt 160 PS sind, weiß ich nicht. Aber eins steht fest, der geht ganz schön los. Also macht Spaß zu fahren. Gerade hier auf so kleinen Straßen bei uns in Bayern. Das ist auch richtiges Spaßmobil. Ja, gute Porsche 356, die suchen wir immer, die haben wir immer gut weiterverkauft, weil das ist ein Sympathieträger, da kommt keinerlei Neid auf, er verbraucht nicht viel, ist ganz, ganz wertstabil und macht Spaß. Also ich sag mal, man kann auch genug mitnehmen, auch wenn man sagt, sagen wir mal, man ist zu zweit, man möchte eine schöne Reise machen, da ist der 356 super. Da sind die Kindersitze hinten und da passt Gepäck drauf, vorne noch was in den Kofferraum, da passt Gepäck rein, wunderbar. Also damit eine Reise zu machen und schön durch die Alpen zu fahren, der ist ja auch sehr wendig auf Bergstraßen, auch weil er so klein ist das ein super Auto. Das ist ein Auto, was echt eine riesen Freude macht, eine riesen Laune. Und jemand, der sagt, wir wollen uns einen tollen Oldtimer kaufen und sagen wir mal, hat als Alternative, es gibt ja auch heute neuere Porsche, die kosten ungefähr das gleiche, aber der Spaß- und Freudefaktor ist hier viel, viel höher. Viel höher. 356 ist ein totaler Liebling, sage ich mal. Mit offener Seele, mit einer riesen Freude. Und gerade bei diesem Auto hier, der hat ziemlich viel Kraft. Das ist normalerweise, also wenn die originalen 60 PS da sind, der bewegt sich zwar auch, aber ist halt kein Rennwagen. Ich meine, gut, das ist ja auch nicht hier, aber den kann man schon zügig bewegen. Das geht hier schon ganz gut nach vorne. Die Maschine läuft klasse, ne? Muss bei dem Auto lassen. Ja, Porsche 356, jetzt sind wir 15 Kilometer gefahren mit dem Auto. Laufen tut er hervorragend, macht auch Spaß mit dem Wagen zu fahren. Er ist halt sehr wendig, er ist sehr kompakt, er ist leicht. Leute freuen sich, wenn sie einen sehen, ganz wichtig finde ich. Und die Maschine hat einen super Sound, also, und da geht auch was. Also ist ein wirklich schöner 356. Ist insgesamt ordentlich restauriert. Ich sag mal, innerhalb der letzten 10 Jahre, das haben wir auch fotodokumentiert, dass da viel Geld reingegangen ist. Und jemand, der sagt, er möchte einen tollen Allround-Oldtimer haben, wo er viel Freude mit hat, da ist das hier genau das richtige Auto. Ach ja, genau, das muss man sagen. Ja, genau. Er hat nämlich 2 Motoren, das darf man nicht ganz vergessen. Und da ist das Preis-Leistungs-Verhältnis dann schon wirklich in Ordnung bei dem Auto. Und das ist für jemanden, der sagt, ich will die nächsten 20 Jahre einen schönen Oldtimer haben. Möchte jeden Euro, den ich investiere, auch wiedersehen. Das ist hier der Fall. Und ich kann damit sogar zum Brötchen holen fahren. Das geht mit dem 356. Keiner ist neidisch, keiner ist böse. Und ich glaube, selbst Ricarda Lang würde sich freuen, wenn man mal sagen würde, komm mit Mädel, schau dir mal an, was ein toller Oldtimer ist, was das für einen Spaß macht.
Ja, so. So, mal gucken, jetzt sind wir da wieder im Beuerberg. Worüber man hier vielleicht nachdenken könnte, wären ein paar Sicherheitsgurte und ein paar Nackenrollen. Aber das kann man sich ja besorgen, die gibt es ja. So, da kommen wir an bei unserem Hof. Wisst ihr, im Beuerberg gibt es 70 Autos. Also wenn ihr mal wieder einen schönen 356 habt, wo er sagt, den möchte er gerne verkaufen, habe ich immer Interesse, komme ich euch gleich besuchen. Das ist was für uns. Und dann kann man dann mehr so schöne Filme machen. Ja, alles Gute, wir sind wieder da. Euer Stefan. Bis morgen zum nächsten Film. Wetter soll sich halten. Morgen kommt ein De Tomaso, es wird sicher spannend. Bis dahin und ciao.